Hello, students from Class 7A, Group B. Group B is this week at home. First of all, I hope that you all had a really nice holiday and you had 2 weeks of relaxing and chilling out and enjoying the sunshine. Today is lots of sunshine. Okay, so Group B, you staying at home this week, and I have some exercises planned for you. Okay, so I will show you, first of all, I will show you the plan for this week. Here is the plan for this week. So first of all, on Monday, there is a vocabulary check. I will provide a Word-Dokument on Teams. Ich werde auf Teams ein Word-Dokument hinzufügen und da bearbeitet ihr Aufgabe 1 und 2. Okay, that's the first thing you need to do on Monday. Des Weiteren, also you complete the audiobook. So the audiobook from Viva Durand, that we've done before the holiday. You now listen on Monday, you're going to listen to chapter 8 and 9, and you fill in your diary. Okay, I will come back to the diary in a moment. On Tuesday, you will carry on in the same Word document. I will show you this in a moment. And you do exercise 3 and 4. Also du arbeitest weiter in demselben Word-Dokument, wo du schon am Montag dran gearbeitet hast, aber dann machst du die Aufgabe 3 und 4. Okay? Also on Tuesday, you will listen to chapter 10 and 11 and you will fill in your diary, but also you will complete the first exercise after a listening exercise, and I will show you in a moment how this works. On Thursday, you will do again the Word document for the vocabulary check from chapter 4, and you do exercise 5. And at the end of Thursday, I will show you the answers. I will provide you with the answers, with the correct answers. On Friday, you will complete your listening diary. Du schließt die Woche ab mit dem Listening Diary für Viva Durand und da bearbeitest du die Aufgabe 5 und 6. Es ist wichtig, dass du diese Aufgaben bearbeitest, weil nächste Woche, wenn du in die Schule kommst, musst du alles auch mitbringen. Also bring dein Listening Diary auch mit. Okay? Der Vocabulary Check ist auch sehr wichtig. Das ist für Kapitel 4. Und wenn ihr an der freiwilligen Klassenarbeit teilnehmen möchtet, ist dieser Vocabulary Check eine gute Aufgabe, wieder die Vokabeln in euren Kopf zu bekommen, okay, die wir vor den Ferien geplant haben. Okay, hier ist wieder der Link zum Audiobook, okay, und dann zeige ich jetzt euch zuerst das Word-Dokument für den Vokabelcheck. Schaut mal. Hier ist der Vokabelcheck, hier ist Nummer 1, das ist der Exercise Number 1. It says, verbinde die richtigen Übersetzungen miteinander. Na, also musst du sagen, hier zum Beispiel erinnern. Was ist die richtige Übersetzung für erinnern? Und dann haben wir, wo ist es? Remind. Hier remind. Ne? Also könnt ihr dann mit eurem Stift einfach eine Linie von 2 bis S ziehen. Okay? Dann Aufgabe Nummer 2 ist, hier müsst ihr dann die Wörter selbst eintragen, selbst reinschreiben. Okay, das ist dann für Montag. Für Montag, für Dienstag macht ihr Aufgabe 3 und 4. Hier ist auch wieder, müsst ihr verbinden. Und hier müsst ihr es wieder aufschreiben. Okay? Aufgabe 5 ist für Donnerstag. Und hier müsst ihr übersetzen, aber auch noch einen vollständigen Satz zu diesem Wort bilden. Okay? Und das reicht dir dann alles am Ende der Woche via Teams ein. Das war das erste Word-Dokument für diese Woche. Das zweite Word-Dokument tue ich jetzt gleich mal öffnen. Einen Moment. Ich schaue es mal kurz. Ja, hier Listening Diary. So, hier ist Listening Diary. Und ich habe aber noch ein anderes, was ich euch gerne zeigen möchte. Das habe ich nämlich schon etwas ausgefüllt. Und dann könnt ihr ungefähr sehen, was ich von euch erwarte. Ne? Auch hierfür gilt es wieder, ihr könnt hierfür eine Note euch verdienen, wenn ihr das möchtet. Und das ist ein sehr einfacher Weg, um eine gute Note zu bekommen. Okay,
So, hier ist mein Listening Diary, was ich schon ausgefüllt habe. Und dann könnt ihr sehen, wie es ungefähr aussehen müsste. Ne? Also hier ist der Title, the author, then the name of the student, so your name, and then we have a picture. Okay. These questions you already answered, die hast du schon vor ein paar Wochen hast du diese Fragen beantwortet vor the listening. Okay. Jetzt zu dem Diary, das haben wir ja schon zusammen besprochen online, aber da kam nicht so viel, daher habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das aussehen muss. Ne? Ihr habt ja hier oben, hier ist Chapter, also wie heißt das Chapter? Die People and the Places, die Leute und die Orte und dann What happens, ne? Was passiert. Also, und das erste Chapter, das habe ich jetzt genannt Arriving in New Orleans. Ne? Und Viva ist alleine im Flugzeug, sie besucht ihre Graham in New Orleans. Man kann auch sagen, ja, die Graham, die holt sie dann ab im Auto und dann fahren sie zu Graham nach Hause. Und hier steht dann, dass sie das erste Mal alleine ist bei ihrer Graham und ihre Oma ist nicht so glücklich, weil Opa schon tot ist. Ne? Und das macht ihr dann für jedes Kapitel, schreibt ihr dann die diesbezüglichen Informationen auf und dann müsst ihr auch jedem Kapitel einen Titel geben. Okay? Und das erwarte ich für alle Kapitel. Okay? Jetzt, diese Woche bearbeitet ihr dann auch nach dem Hören, weil ihr hört ja diese Woche bis Kapitel 11. Nächste Woche in der Schule machen wir dann den Rest zusammen, Kapitel 12. Aber diese Woche arbeitet ihr dann an Exercise 4, ja, a telephone call. So choose two characters from the story and draw a picture of them in the cube. Also du musst dir zwei Figuren aus der Geschichte aussuchen und dann malst du diese hier in diese Kästchen und dann schreibst du halt auch einen kleinen Dialog dazu. Ne? So, da musst du drüber nachdenken. Denk dir, worüber könnten die zwei sich unterhalten? Und da schreibst du einen Dialog mit 60 Wörtern. Und ein Dialog ist immer so, man schreibt zum Beispiel Viva. Viva fragt zum Beispiel, how are you? Okay? Und dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, Graham antwortet, I'm fine. Ne? Also es muss wirklich ein Dialog sein, es muss nicht eine Geschichte sein, okay? Wo ihr immer erst den Namen aufschreibt von der Person, die spricht und dahinter schreibt ihr, was die Person sagt, okay? Okay, das ist Nummer 4, das macht ihr am Dienstag und dann für Freitag macht ihr Nummer 5 und Nummer 6. Nummer 5, think about something funny in the story and then draw a picture story. Let the figures talk in balloons. Also, ihr müsst also auch etwas Lustiges von der Geschichte, da kamen ein paar lustige Szenen kamen vor in der Audiogeschichte. Da müsst ihr denken, okay, was ist da passiert? Und dann könnt ihr hier die Bilder einfügen. Na? Wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht sagt, okay, ihr könnt so gut malen, dann könnt ihr euch natürlich auch Bilder aus dem Internet suchen und dann die hier einfach hier hinzufügen. Und dann macht ihr in so eine kleine Sprechblase mit ein paar Worten, die gesagt werden. Okay? Und hierfür gilt, dass diese 4 Kästchen ausgefüllt werden müssen. Und dann Nummer 6 für Freitag ist, du schreibst eine Postcard, you write a postcard from Viva to her parents. Tell the parents what happens in New Orleans, draw at the picture from New Orleans. Also hier schreibst du dann, du musst dir vorstellen, dass du Viva bist. Na, was denkt Viva, was passiert in New Orleans und das schreibt sie dann ihren Eltern. Na? Also hier schreibst du dann den Text rein, das könnt ihr euch entweder ausdrucken oder per Computer hier reinschreiben. Hier kommt die Adresse hin, da könnt ihr euch auch hier kommt die hin, könnt ihr euch auch eine Adresse selber aussuchen. Und hier fügt ihr ein schönes Foto von New Orleans hinzu. Okay, also, das war's für euch für diese Woche. Das Listening Diary, die Abgabe ist am 1.7. Ihr müsst das abgeben, ob ihr eine Note haben wollt oder auch nicht. Ne? Also das muss sowieso gemacht werden. Es ist aber eine sehr schöne Aufgabe, um eine gute Note sich zu verdienen. Okay, also wie gesagt, diese Woche Vocabulary Check, Exercise 1 und 2, dazu benutzt ihr das Word-Dokument, auch für 3 und 4 und auch für 5. Also arbeitet ihr diese Woche wirklich nur mit 2 Documents.
Einmal Vocabulary Check und einmal mit dem Listening Diary. Falls ihr Fragen habt, if you have questions, please contact me. I'm at school this week, and I will be teaching, so I probably won't be as quick with my response as always, as before, but I will try to answer you as quickly as possible. Okay, I wish you a good week and don't forget, nächste Woche müsst ihr euer Listening Diary mit zur Schule bringen. Good luck, bye bye.